Ja, hallo liebe Leute, neues Video zur Rumpfkonstruktion in FreeCAD, diesmal eine andere Technik. Das ist schon ein bisschen erfolgsversprechender, was da rauskommt, aber so richtig gefallen tut mir das trotzdem nicht. Ich mache das Video hauptsächlich deshalb, damit ihr vielleicht mal darüber schaut und vielleicht habt ihr Ideen, wie man so einen Rumpf besser in FreeCAD konstruieren sollte. Also ich habe jetzt hier aus der Datei von gestern die Zeichnungen mir hier reingeholt, habe die umbenannt, also von R0 bis R7. Die R4 und 6 sind diese, die hier zwischen liegen. Ich kann die leider in der Reihenfolge hier nicht so ohne weiteres ändern. Da muss man mit leben, dass die da jetzt nicht sortiert sind. Okay, legen wir los. Man sieht hier, das sind halt alles Ellipsen. Hier vorne ist ein Kreis, ist aber auch als eine Ellipse konstruiert. Und ich möchte die Workbench benutzen, die nennt sich Surface. So, wenn ihr die installieren möchtet, die Surface Workbench, dann geht ihr auf Werkzeuge, Add-on Manager und dann wartet hier ein bisschen. Das ging jetzt schneller als gedacht. Und dann sucht ihr euch hier Surface raus. Wo ist es? Muss ja hier irgendwo sein. Sind hier nicht sortiert. Curves haben wir drin. Da möchte ich es auch noch mitprobieren. Curved Shapes, da machen wir das auch noch mit. Und kann auch sein, dass es eine Standardfunktion von FreeCAD ist. Dann würdet ihr die hier eben auch nicht finden. Dann müsst ihr diese eventuell gar nicht installieren. Okay, ich bin da nicht sicher. Wenn ihr das nicht habt, einfach einen Kommentar schreiben, dann schaue ich nach, wie es installiert wird. So, das heißt, hier ist die Workbench oder der Arbeitsbereich Surface. Den habe ich mir so ein bisschen hier nach oben geholt. Wo ist er? Da ist er. Und mit dem möchten wir das machen. Surface hat hier verschiedene Funktionen und Oberflächen zu generieren. Und diese hier, die werde ich nutzen. Die nennt sich Sections. Und da möchte ich diese Kreise hier benutzen. Die Kreise kann ich aber nicht direkt benutzen, weil wenn ich das anmache hier, dann sagt er, man soll eine Single Face selektieren. Gehen wir nochmal raus. Machen wir es nochmal. Und jetzt möchte er hier eine Edge hinzugefügt haben. Add Edge. Und ich kann das hier. Na, versuchen wir es einfach mal. Ach, das scheint zu klappen. Man höre und staune. Das hat beim letzten Mal nicht funktioniert. Also ich kann die einfach anklicken. So, rechnet er noch? Jo, tut er. Dann machen wir den noch. Und da sieht man schon, der kommt genauso durcheinander wie der, wie das mit den Profilen da funktioniert. So, das sieht jetzt schon wieder besser aus, in Anführungszeichen, aber trotzdem, so kann man das nicht nutzen. Jetzt machen wir Abbrechen hier und ich ändere jetzt diese Teile ab hier. Das heißt, ich mache mir Kopien davon. Und
Die machen wir erstmal alle unsichtbar. Und in den Kopien mache ich jetzt meine Änderungen. Das heißt, ich erzeuge hier eine Strecke, die liegt auf der X-Achse, beziehungsweise in dem Fall ist es die Y-Achse, die machen wir blau. Und dann lösche ich von diesem Kreis hier die Parts, die nicht benötigt werden. Den bitte auch und den bitte auch. So, dann schließen wir das Ganze. Wir wechseln zur zweiten Zeichnung. Da war das genauso. Hier so eine Linie drauf konstruieren. Die wird auch blau. Und dann löschen wir jetzt diesen äußeren Kram. Das heißt, das bitte. Jo, so ist in Ordnung. Wir schließen das Ganze. Nächste Zeichnung. Da geht es um diesen hier. Da machen wir auch eine blaue Linie rein. So ist die jetzt. Die machen wir horizontal. Und die wird blau. So, dann löschen wir jetzt hier auch den Kram raus, den wir nicht mehr benötigen. Du bitte. Da und da. So, das schließen wir auch. Da ist noch was stehen geblieben. Dann gehen wir noch mal rein. Das können wir jetzt einfach selektieren und rauslöschen. So, nächste Zeichnung ist diese. Und da können wir das schlecht hier dran schneiden, obwohl das sollte auch funktionieren. Ich mache es aber, ich will es auf zwei Arten machen. Machen wir erstmal die Methode, die mir mehr gefällt im Moment. Das ist hier die blaue Linie. Da geben wir hier einen Abstand von 9. Und dann löschen wir hier die Sachen raus. Wo seid ihr? Da. Nochmal bitte. Gerade mal ein bisschen hier drehen. Du bitte und du wirst gelöscht. So, das wird geschlossen. Da ist noch einer drin. Hier unten, da dümpelt noch irgendwas rum. Das kommt bitte auch weg. So, jetzt haben wir die Rippe 8, 9, 10 und 11. Und dann haben wir hier die 12, 13, 14, 15. Die schmeißen wir alle raus. Wir gucken uns aber vorher nochmal die Positionen an. Die kamen halt auf, also die hier war ja auf 350, 500, 650. Vielleicht mal gerade notieren, bevor man das vergisst. Also die 11 auf 350. Auf 425. Ich glaube, dann kommt die 500er. Ja.
Das war die, ich glaube, 425er. Position, Placement. Ja, die 650er, das ist die letzte. Sieht man ja da, welche selektiert ist. Das ist die 425er und dann haben wir noch 580. Okay, so, das heißt, die habe ich jetzt schon angepasst. Die hier lösche ich alle raus. Und wir machen Kopien hiervon. Und zwar den setzen wir auf X 425. Den auf X 500. Nochmal Steuerung V. Den auf X 580. Und den hier auf X 650. So, jetzt habe ich die hier soweit drin und wir machen nochmal die Funktion, die wir gerade genutzt haben. Das heißt, alles deselektiert. Es wird diese Funktion hier ausgewählt. Dann gehen wir her, drücken Add Edge und fügen die hinzu. So sieht das doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich muss mal gucken, ob man hier, vielleicht kann man eine Edge auch hier zwischen einfügen. Das heißt, dass ich jetzt hierher gehe. Ich habe diese ganzen Teile hier noch. Ich kann aber erstmal OK drücken und ich möchte also hier zwischen, das müsste die mit 150 Abstand sein, da machen wir gerade mal eine Kopie rein. Nummer 16, die setzen wir auf X 80. Schauen uns die mal gerade hier an. Und dann sollten wir die jetzt eigentlich, das ist diese hier, das heißt, sonst mal alles, das ist es. Okay, das ist die. Das Maus hier können wir gerade mal rausnehmen. Machen wir das so und schließen das Ganze. Ich gehe mal auf die Surface, einen Doppelklick und dann gucken wir mal, ob wir hier eine Edge einfügen können.
Ich denke, die müssen wir neu machen. So, ich habe mal gerade den Ventilator ausgemacht. Der fing an zu laut zu werden. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. So, aber wir sehen hier, so dolle sieht das nicht aus. Ich mache das trotzdem mal neu. Das heißt, ich lösche die mal alle raus hier. Beziehungsweise wir löschen einfach die Surface hier raus. Und wieder weltweites Warten angesagt. Surface löschen und dann fangen wir nochmal an mit der Surface. Alles deselektiert. Surface Add Edge und dann fangen wir an mit dem und mit dem. So, bis dahin sieht es noch relativ gut aus. Man könnte also hier mit dieser Rumpfkonstruktion im Prinzip leben. Ich denke mal, das Rohr hier hinten dran, das wird uns jetzt wieder das Leben schwer machen. Da kommen wir wieder auf dieses komische Ergebnis hier. So, nehmen wir jetzt die raus hier. Ich wollte die eigentlich rausnehmen. Das scheint er mich aber irgendwie nicht machen zu lassen. Ja, mit der Delete-Taste funktioniert es. Also lässt man die letzte weg, dann funktioniert es eigentlich ganz vernünftig. So soll aber kein Flugzeug aussehen. Das heißt, den können wir jetzt hier noch ein bisschen hochziehen. Müssen wir gerade mal schauen, wer ist das? Gehen wir hier auf Abbrechen. So, R8, R9 und R16, das ist der. Den öffne ich gerade nochmal. Schmeißen wir die erstmal alle raus. Machen wir mal einen neuen rein. Das heißt eine Ellipse. So, das wird horizontal. Der kommt da drauf. So, dann machen wir hier wieder den weg, und schließen das Ganze.
nochmal neu die Oberfläche. Das heißt, fangen wir nochmal an. Add Edge, du. Vielleicht machen wir dann nur den Part hier und die Röhre dann zusätzlich dran, weil die machen uns alles kaputt. Okay, jetzt haben wir das hier soweit fertig. Jetzt muss man sich noch den ganzen Kram für unten konstruieren. Das heißt, ich beende die Funktion erst einmal und dann haben wir die wir jetzt hier brauchen. Das sind 11 und die 16. 8 bis 11 und die 16. Die kommen hier hin und dann einmal editieren. Schmeißen wir erstmal den ganzen blauen Kram raus. Das können wir so machen. Das machen wir nicht so. Die schmeißen wir erstmal wieder raus. Wir haben hier die Originale. Dann haben wir hier die 16er. Und dann haben wir hier die R1. R2. Und noch die R3. So, dann machen wir hier jetzt erstmal mit der 17, 19, 20, 21 genau das, was wir vorhin auch gemacht haben. Das hier bei dem, da muss ich nochmal gerade schauen, 9 mm ist die blaue Linie weg, also R17. Blauen Kram erstmal alles rausschmeißen und blaue Linie rein. Und da schneiden wir jetzt oben weg. Und schließen. So, R18 machen wir später. R19. So, da haben wir auch wieder alles anzeigen, blauen Kram weg. Da haben wir diese hier und der muss auch da unten weggeschnitten werden. Das heißt auch hier die blaue Linie da rein und bitte wegschneiden. Und zwar den oberen Part. Und da stehen auch noch zwei. Da bitte. Und da bitte. Ich glaube. Nee, da ist nichts mehr. Okay. Schließen. A20. Alles darstellen. Blauen Kram wegwerfen.
ist jetzt der hier. Blaue Linie einkonstruieren. Und auch da wegschneiden. Und zwar du bitte. Und da haben wir auch noch zwei. Einmal da und einmal da. So, das war jetzt die Nummer 20. Und dann haben wir noch die Nummer 21. Und da müssen wir die blaue Linie mit den 9 mm Abstand machen. So, du hast blau, Abstand, dazu Shift D, 9 mm. Und dann können wir da auch schneiden. Mit dieser Funktion hier, du bitte. Und da ist es jetzt auch noch. Du bitte und du bitte. So, geschlossen. Dann haben wir die fertig. Jetzt geht's an die Nummer 18 hier. Einmal doppelklicken, anschauen. Da haben wir ja hier ein Maß von 59,76. Erstmal das horizontal und der Punkt, der kommt da drauf. Warum die jetzt voneinander abhängen, das weiß kein Schwein. Ich würde sagen, da legen wir einfach mal mit. Löschen wir den mal raus und schneiden das jetzt hier. So, das war eine kurze Unterbrechung. Ich mache mal hier weiter. Ich schneide jetzt das hier raus wieder. Den oberen Teil hier, den und den. Und dann haben wir auch dieses Teil hier fertig. Okay, dann machen wir jetzt aus denen auch so eine Surface hier. Die kann ich erstmal rauslöschen. So, habe ich den vorne gar nicht geschnitten oder ist noch einer sichtbar? Ja, der A0 ist sichtbar. Hoch. Einundzwanzig, 20, 19, 18. Was ist denn mit 17? Ich glaube, da habe ich ein bisschen zu viel gemacht. Da gehen wir mal gerade raus. Schließen die Zeichnung. Löschen 17. Holen uns den R0 wieder her. Das ist der hier. Und müssen dann noch mal gerade den Schnitt machen. Doppelklick, blauen Kram rausschmeißen. So, da ist der Kreis. Schnittlinie. Blau rauslöschen. Und zwar den Teil und den Teil. Hoch, wieso macht er das nicht? Da löscht er das raus. Okay. Da löscht das raus. Da löscht er zu viel. Oh.
Löschen wir das ganz raus, setzen einen neuen Kreis hier rein. So, der kriegt einen Durchmesser von 40 und dann machen wir es jetzt hier nochmal. So. Okay, versuchen wir es damit. Also da haben wir die wir jetzt für den unteren Teil brauchen. Wir können den mal wieder aktivieren, dass man sieht, dass es so auch stimmt. Alles deselektieren, die Funktion auswählen, Add Edge klicken, du bitte, du bitte, du bitte, du bitte und du bitte. So. Okay, so schlecht sieht das gar nicht aus. Man kann jetzt mal noch schauen, ob man Parameter hat, die man aktivieren kann. Hier unten im Bereich bei den Daten. Wenn ich die Surface anklicke, aber da gibt es leider keine zusätzlichen Parameter, irgendwas, Label Surface und hier nur die Sketche drin. Mehr geht da nicht. Man kann also nur mit Veränderung der dieser Zeichnung hier da was reißen. Das heißt, das ist der, mal suchen, 1918. Die mal wieder alle sichtbar. Die bitte auch. 11, 10, 9 und 8. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass man die jetzt nachträglich verschiebt, zum Beispiel. Also den Nummer 19 ist das. Den 18er hier, den haben wir hier auf einer Position von 80 mm. Den schieben wir jetzt mal auf 50 mm. Und das machen wir mit dem oberen auch. Da ist das, glaube ich, der hier. Den schieben wir auch mal auf 50 mm. Ja, das sieht doch schon angenehmer aus. Und das Teil hier, das kann ein bisschen runtergesetzt werden. Das heißt, gucken wir mal gerade. Nummer 9. Da haben wir im Z -5. Und das machen wir unten natürlich genauso. Müssen wir uns den suchen. Das ist der hier, da auch Z -5. Gut, das sieht gar nicht schlecht aus. Ist im Moment aber nur eine Oberfläche. Das heißt, dass das gar nicht 3D druckbar oder was auch immer ist. Und es ist jetzt nicht trivial, daraus einen Körper zu machen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, daraus einen zusammenhängenden Körper zu machen. Was man machen kann mit den Oberflächen, man wechselt jetzt einfach in den Part-Modus, wählt die erste Oberfläche aus, die zum Beispiel, und wählt dann hier, da muss ich selber gucken, diese Funktion aus Offset. Und das wird mit einem Abstand von 1 mm, da können wir 0,4 mm eintippen und dann sieht man, dass das so halt verändert wird. Dann nehmen wir den zweiten, die zweite Oberfläche hier und machen das da auch. Nochmal ein Offset. Und dann machen wir hier auch 0,4 mm. So, jetzt können wir die erstmal alle unsichtbar machen. Da ändern wir jetzt nichts mehr dran. Und
Dann haben wir hier die beiden Offsets. Daraus können wir jetzt Körper machen mit der Funktion hier. Einmal den, einmal den. Und die kann ich jetzt so als Rumpf verwenden. Da hinten kommt jetzt einfach noch so ein Rohr dran und sieht jedenfalls besser aus als der Rumpf aus dem ersten Beispiel mit den einfachen Lofts. So, wenn man hier in die Aufsicht geht, kann man jetzt hier auch so eine Kabinenhaube reinfräsen. Heißt, wir gehen in den Part Design Modus, erzeugen da wieder einen neuen Körper. Alles ist deselektiert, neuer Körper, neue Skizze auf XY-Ebene, zeichnen eine Ellipse. Geben den, erstmal wird das horizontal, das kriegt ein Maß von 60 und das hier ein Maß von 20 und dann können wir das hier so reinziehen. Es wird bitte da rauf mit Shift O fixiert. Kann man sich das noch überlegen. Ja, es muss ein bisschen mehr werden. 70, dann machen wir 75. Die Breite ist auch zu schmal. Da machen wir 35. So, das schließen wir, machen daraus eine Aufpolsterung, Höhe 100 mm. Und dann fräsen wir das da raus. Das heißt, wir gucken uns an. Ist das der richtige Offset? Ja, der obere, da muss das rausgefräst werden. Hieraus machen wir auch einen neuen Körper und wählen den oberen Offset aus und diesen Körper hier und einmal im Part-Modus eine Differenz. Und dann ist das da raus. Jetzt sieht man das hier, das ist nicht raus. Warum? Kann ich euch sagen, diese Surfaces hier, die sind noch sichtbar. Das heißt, die müssen hier auch unsichtbar geschaltet werden und dann ist der Rumpf so fertig. Schauen, kann man die beiden vereinigen. Kann man versuchen. Du und du, bitte eine Vereinigung. Was machen wir auch im Körper? Und jetzt haben wir noch einen Rumpf hier und da könnte ich jetzt auch die Tragflächen reinfräsen. Das funktioniert. Möchte ich jetzt hier nicht machen, das dauert wieder viel zu lang. Und das Thema mit dem, dass das Loch zu klein wird, weil die Haut nicht abgezogen werden kann, besteht hier genauso. Das hat mit der Tragflächenkonstruktion zu tun. So, wenn euch solche Videos wie dieses hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klick auf die Glocke und ihr werdet über neue Videos von mir informiert, wenn ihr dort alles ausfällt beim Klick auf die Glocke. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tutorial wird es auch wieder um Rumpf gehen. Da möchte ich dann mit den Curved Shapes rumspielen und da den Rumpf machen. Da kommen auch ganz tolle Ergebnisse raus. Okay, tschüss.